Aber und willkommen zurück. Wir haben gestern versucht, den Ulpius davon abzuhalten, zu springen. Das hat so mäßig gut funktioniert. Danach haben wir uns ein bisschen mit den Händlern hier unterhalten, um ein bisschen Kontext in die ganze Sache reinzubringen. Und ich würde noch die andere Seite hier durchmachen und dann gucken, ob ich vielleicht frühzeitig den Kreislauf unterbrechen kann, um nochmal mit dem Ulpius zu reden. Ja. Dinge, die ich kaufen muss, sobald ich geflohen bin. Villa auf dem Aventin Rom. Zweispänniger Streitwagen, Sitz im Senat. Vierspänniger Streitwagen, Villa an der Bucht von Neapel. Zehnspänniger Streitwagen, what? 12 Sklavinnen, blass und mollig. Okay. Okay, da will also jemand abhauen. Schon mal gut zu wissen. Eine Skulptur von Minerva, okay. Was ist das für ein Laden? Vielleicht ein Töpfer? Oh, ne, doch, hier ist ein Bett. Ist verschlossen, okay. Okay. Hier, das ist vielleicht ein Bäcker oder so. Brotrezept, ja genau. Okay. Hier war ja der Tempel, das heißt... Ich dachte eigentlich, hier stand der... ich habe seinen Namen vergessen. Der Händler halt. Aber vielleicht ist er zu der Tageszeit woanders. Ist hier noch irgendwas? Hier, das gibt wieder klauen. Damit kann man zum Beispiel den Kreislauf beenden. Würde aber ganz gerne mal kurz zum... Wer ist das? Oh, das ist der Bauer. Valerius. Hat er irgendwas Neues? Ah, it's you again. Hope you're settling in, friend. Ah. What's on your mind? Was denkt ihr über die Wahl? I can't see how I could vote for either candidate. I don't like Sentius much, but Malleolus is almost as bad. Even I could do a better job. Me, a farmer. And I've never given a speech or put on a toga in my life. Was haltet ihr von der goldenen Regel? Oh, I don't give it much thought these days. I mean, everybody here's got their own view about what we need to do to survive. But I say, let's spend less time arguing about what it means to be good and just get on with it, you know? Vernünftig und pragmatisch. Wisst ihr, wie man hier rauskommt? As much as I'd love to get out of here, the harvest's always more fruitful in another man's field, isn't it? But Scintilla, Sentius's daughter, went missing a few weeks back. Could be she found a way out. If anyone knows for sure, it'll be her sister, Sentia. But she'd never tell the likes of me. All right, see you around. Bye. Okay, also hier müssen wir gerade nichts hin. Da gehen wir nachher lang. Wo kommen wir hier hin? Da ist noch ein Graffiti. Nichts stehlen, niemand verletzen, nicht. Wer immer das geschrieben hat, hat offensichtlich keine Chance, es fertigzustellen. Okay. Gehen wir da hoch? Ah. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Okay, hier ist ein Amphitheater.
Alte Schriftrolle. Der Mythos der goldenen Regel von Dorothas dem Jüngeren. Wie es unser Brauch ist, werde ich damit beginnen, dem Gott, der für die Stadt verantwortlich ist, meinen Respekt zu erweisen. Für den anhaltenden Wohlstand und die friedliche Abgeschiedenheit, die er für uns geschaffen hat, verdient er unsere Hochachtung. Doch hier muss ich vom Brauch abweichen, denn sein Versuch, uns solch strenge Regeln aufzuerlegen, ist erdrückend und übergriffig und sollte mit Verachtung gestraft werden. Okay. Wer hier ist nicht eines Nachts mit Angstschweiß bedeckt aufgewacht, weil die goldene Regel möglicherweise aus Versehen gebrochen wurde. Wir müssen alle einsehen, dass wir Fehler machen können, sei es infolge eines Fehlurteils oder wegen einer bewussten Entscheidung, basierend auf einer falschen Schlussfolgerung. Doch die große Bedrohung, das Damoklesschwert, unter dem wir leben, ist, glaube ich, nur eine Täuschung und ich werde es euch beweisen. Lasst mich damit beginnen, die Gegenargumente zurückzuweisen. Auf den ersten Blick könnte man argumentieren, dass die Inschriften, die besagen, die vielen werden für die Sünden des einen leiden, ein Beweis dafür sind, dass die goldene Regel in der Tat existiert. Dies kann aus logischer Sichtweise allerdings nicht nachgewiesen werden, denn wir können nicht annehmen, dass die Verfasser mehr wussten als wir. Dass diese Botschaft niedergeschrieben wurde, macht sie nicht wahr, genauso wenig wie wenn ich aufschreiben würde, Dorothas, der Jüngere, ist ein Gott. Zweitens kann man argumentieren, dass die Statuen an diesem Ort ein Beweis dafür sind, dass die goldene Regel real ist. Daran braucht ihr mich nicht zu erinnern. Ich war es, der sie überall in dieser Stadt entdeckt hat. Ich war es, der sie sammelte, in einem Handkarren packte und sie in die Nischen stellte, in denen sie heute stehen. Ich werde sie nicht so schnell vergessen. Und doch weigere ich mich, zu dem Schluss zu kommen, dass sie einst echte Menschen waren. Es gibt einfach keine Beweise, die die Schlussfolgerung unterstützen. Wenn wir die Geschichte von der Venus lesen, die Pygmalion-Skulptur Galatea zum Leben erweckt, glauben wir auch nicht, dass sie wahr ist. Warum sollten wir hier eine andere Ansicht vertreten? Letzten Endes sind das aber eben nur Argumente. Nach all den Jahren, die ich in Furcht gelebt habe, kann ich nur eines tun, um zu beweisen, dass die goldene Regel eine Lüge ist. Handeln. Freunde, ich entschuldige mich hierfür im Voraus, aber eines Tages werdet ihr diesen Moment als Wendepunkt in der Geschichte unserer Stadt sehen. Lasst uns alle ein für alle Mal erfahren, ob die goldene Regel echt ist, indem ich einen von euch mit meiner Faust schlage. Ja, die Argumentation hat Lücken, weil das Einzige, was das beweisen würde, ist, dass die goldene Regel Schlagen nicht umfasst. Und das kann man so ziemlich allem machen. Wenn sie jemanden ermorden und es passiert nichts, war die goldene Regel halt nicht fürs Morden ausgelegt und so weiter und so weiter. Scheint ja doch ziemlich beliebig zu sein. Okay. Das Weinen haben schon öfter vor. Sind wir sind wieder oben, okay. Naja, ist ja ganz gut, wenn man sich hier ein bisschen zurechtfindet. Denke ich mal. Also später werde ich das natürlich ein bisschen mehr zusammenschneiden, wenn wir überall mal waren und mit jedem mal geredet haben.
Es wird bestimmt der Punkt kommen, wo ich mal nicht weiter weiß und wo es ein bisschen länger braucht, bis ich wieder einen Schritt weiterkomme. Und dann werde ich ausprobieren, mit den Leuten reden und von A nach B laufen, hin und her laufen und so weiter. Aber solange wir noch nicht überall waren, würde ich das erstmal drin lassen. Falls euch das zu langatmig ist, könnt ihr das gerne in den Kommentare schreiben. Dann schneide ich es ein bisschen mehr zusammen. Bin ja, wie gesagt, überall noch in der Findungsphase. Okay, also das Silphium-Harz, das habe ich jetzt behalten. Das heißt, es ist wohl ab jetzt in jedem Time Loop mit dabei. Wie kann ich nochmal Sachen ausrüsten? Hm. Da war es gerade. Ah. Okay, hier gab es einen Kampf. Der wehrt sich. Die wehrt sich auch. Oder hat Angst vor irgendwas. Wenn sie nur mal ein Gewicht tragen könnte. Mhm. Okay. Also entweder kriege ich dafür noch später irgendwas. Hm. Es scheint ja hier eher von der ersten Siedlung zu sein, oder? Die blutleeren Schatten irren ohne Fleisch oder Knochen umher. Das war das, was die alte Frau gesagt hat. Okay. War schon ein bisschen lost. Ich glaube, ich gehe mal jetzt. Breche ich mir irgendwas? Gibt es Fallschaden? Sag mal gleich. Ja, okay, es gibt Fallschaden. Hilarious. Horatius? Looking a bit troubled there. How'd you do? Still no sign of Sentilla. And I haven't slept right in 3 weeks. Don't be too hard on yourself. From what I hear, nobody saw it coming. Anyway, I thought you Stoics weren't supposed to worry about things you can't control. Yeah, but I keep Wonder how thinking, much one of these statues what if is there worth on is the something I outside? can do? What if she's out there somewhere suffering, waiting to be found? Sounds like you're torturing yourself. Leave that for the gods. Try to relax. Get some rest. Tomorrow's a new day. I suppose you're right. Ja. I love your clothes. So exotic. Ist das die Aurelia? Okay, das war die beiden rangekriegt hat und sie damit praktisch in die Sklaverei buxiert hat. Ah, you're here. I'm so glad you decided to visit. I'm Aurelia. And I hope I'm not being too forward, but the moment I laid eyes on you, I was intrigued. There's a light in your eyes I've never seen before. A certain learning.
and sophistication. Ja, das wird nicht funktionieren. Jo. How dare you? Get away from me, you pig. Das war nötig. Beim nächsten Zyklus können wir ein bisschen netter sein, aber jetzt erstmal. Ne. On your best Fortune behavior, I smile on trust. you, brother. Horatius. What is it, citizen? Was ist eure I'm a Geschichte? legionary of the first Italica, but there's not a lot of fighting down here. So the magistrate has assigned me other duties. I act as the magistrate's right-hand man, keeping an eye on his daughters. Daughter, I should say. And the others. And making sure they're all behaving. I also keep a register of new arrivals. I'm from Liguria, up north originally. I was doing alright for myself. 12 years into my service. Had a nice girl lined up for when it was all over. Not anymore. She's probably figured I'm long gone and moved on by now. I try not to think about it. My commander sent me to deliver a message to Rome. While I was there, I thought I'd do something nice for my girl. And pick up a little pendant from a silversmith. That's when the crowd started flooding through the streets, shouting fire. People were screaming, trampling each other. Then some genetricum fugitive tried to take advantage of the chaos and pinch my pendant. I remember chasing him through the crowds, down towards the river. And then, nothing. Blacked out and woke up near here. No idea how I ended up floating so far downriver. But I'm fortunate to be alive, I suppose. Gut, mir leid, das zu hören. Ah, don't be. As Seneca the Younger said, difficulty strengthens the mind, as labor does the body. That said, Sentilla's disappearance has been more difficult than I'd care to admit. Was könnt ihr mir über den Magistrat He's one of erzählen? the better commanders I've ever had, that's for sure. Good stoic. Lives by Seneca's words. Treat your inferior as you would wish your superior to treat you. Can't ask for much more than that. Okay, also mir ist eigentlich auch der Magistrat sympathischer als der andere. Wisst ihr, wie man hier rauskommt? Nee, weiß er nicht. Sonst wird er gleich der Sentilla hinterher. I went around asking the same questions when I first arrived. Never did find a way out. But I learned how to accept my situation. To bear trials with a calm mind robs misfortune of its strength and burden. That's from Seneca the Younger, if you're interested. Hätte ich geraten, ja. Kann ich das Bürgerverzeichnis I don't see sehen? why not. Just make sure I get it back by tomorrow. Okay. Aurelia, Klasse Bürgerin. Okay, das haben wir schon mal widerlegt. Claudia, Offizierin. Hinweis. Domitius, Bürger. Ah, okay, das ist der Gladiator. Arbeitsunfähig, Elendsviertel im Warenhaus eingesperrt. Bett. Patricia, Patrizien, Westerpriesterin. Hannibal. Fremder Schrott durchsuchen. In der Zisterne gestorben. Das könnte der sein, der in der Villa unten auf dem Boden lag. Sentius. Kabasch. Fremder Fischer. Verschwunden. Mhm. Der Julia haben wir schon geredet. Livia. Friseuse weigert sich jetzt zu arbeiten. Hm. Vielleicht ist die mit dem Rheuma. Patricia, Krankenpflegerin, kennen wir schon. Maleolus, Geldverleiher. Mhm. Vertrauenswürdig. Würde ich es unterschreiben. Naevia hat sich ein paar Last eingeschlossen. Das würde ich machen, sobald wir den einen vom Springen abgehalten haben. Octavia, nichts weiter.
Rufius, zunehmend aufgewühlt. Ja gut, die Krankenpflegerin meinte ja, dass der mit dem Rheuma auch immer aufgewühlter wird. Was ist der da mit dem Rheuma? Rufius. Sentia. Scintilla verschwunden. Ulpius, genau. Den würde ich erstmal abhandeln. Danke. Ja, klar, gehen wir es morgen zurück. Not sure why you said it like that, but whatever. Ist ein Insider, kapierst du nicht. Was haltet ihr von der goldenen Regel? Well, as I always say, it's kind of like a divine version of the practice of decimation in the Legion. By threatening to execute 1 in 10 men, the idea is to ensure order and discipline among everyone. And it works. If you knew you could be executed because your brother-in-arms is planning a mutiny, well, you'd bloody well watch him like hundred-eyed Argus, wouldn't you? Because your only chance of saving yourself is to stop bad things before they happen. Makes us all responsible for keeping each other in check. It's brutal, of course, but effective. The Legion wouldn't be the most formidable force in the world without it. Ihr seid also für die goldene Regel? What's done is done. I was forced to execute my brothers in arms, and those memories will always visit me in my sleep. But life is harsh, and I've come to accept my lot. As with the golden rule, I don't have any control over it. So railing against it would be like trying to stop the seasons or the tides. As Seneca the Younger wrote, true happiness is to enjoy the present without anxious dependence upon the future, not to amuse ourselves with either hopes or fears, but to rest satisfied with what we have, which is sufficient. For he that is so wants nothing. Ja, ich meine, das könnte ich sagen, aber damit drücke ich ihm nur rein, dass ich anderer Meinung bin und das bringt nichts für ihn oder für mich, also sage ich es nicht. If you like. Wem werdet ihr eure Stimme geben? Natürlich den Menschen, dem er dient, in diesem Not Haus. that it's any of your business, but my loyalty is and always will be with Sentius. Unfortunately, I don't think my vote is going to make any difference today. See, Domitius has been going around town, shoring up votes for Malleolus with lies, bribery, and intimidation. The man's a savage, but he's a gladiator, so people fear and respect him more than they should. Sentius knows about it, of course, but he doesn't have the same rat cunning as Malleolus. This place will be different with that sleaze at the helm. But I try not to worry about things I can't change. Kann ich helfen? Appreciate the thought, but you're new here, and I just can't see how you could make an impact in the time between now and the election this afternoon. In any case, if you're interested in the election, go and have a chat with Equitia, the Vestal Priestess. She'll be overseeing proceedings. Können wir über Scintilla sprechen? What business is that of yours? Ich suche nach ihr. A lot of people have been looking for her, but it's been 3 weeks, and we've found nothing. What makes you think you can do better? Manchmal hilft ein frischer Blick. I suppose that's true. Ist euch etwas Verdächtiges aufgefallen, bevor sie verschwand? Scintilla was always a kind, well-behaved young woman. I admit, her disappearance really caught me off guard. If anyone knows something, I'd expect it to be Sentia, Malleolus, Claudia, or Domitius. But none of them will tell me anything. You might fare better though, I suppose. Okay. Fine. Ciao. Alright. Ich. Ach, jetzt redet sie wieder mit mir, oder was? Oh, do us all a favour and drink hemlock, Caput Murder.
Fear is proof of a degenerate mind. Hallo. Name's Rufius. Better watch your step. Hat ein bisschen spanischen Akzent oder so? Was ist eure Geschichte? Can't talk long. Got to stay sharp, but family's from Seleucia on Tigris, Babylon province. But I've been roaming a long time now. Even joined the legions. The 6th. The one they call Ironclads. Okay, ja, dann kein spanischer Akzent. Habe ich gehört am Anfang. Wie seid ihr hier gelandet? Same as everyone else. Und warum seid ihr immer noch in der Rüstung? Because we're all in grave danger. Is it not obvious? Warum habt ihr keine Waffe? Magistrate made me toss it in the chasm. Stupid. Going to have to improvise now. Ihr seid nicht sehr If gesprächig. you were dealing with what I am, you wouldn't be either. Stand in den Aufzeichnungen, dass er immer irrationaler wird oder halt so aufgebrachter. Wenn ich es ihm sage, haut er mir vielleicht eine rein, aber auf der anderen Seite, dann wissen wir es zumindest. Nobody is supposed to know about that. Did Lucretia tell you? Ich habe es selber herausgefunden. Stimmt tatsächlich. Look, I haven't been at my best lately. All my joints ache constantly, and the pain. It has a way of messing with your head. I get stirred up by things that shouldn't bother me, and then there's the statues, and my doubts about my faith. And I just want to scream. You want to help me? Do what Lucretia hasn't been able to do. And find me something to make the pain go away. Until then, get out of my face. Ja. Mit dir haben wir vorher schon geredet. Ja. Handsome. Sentius. Den kann man noch Salve, nicht. stranger, and welcome to our idyllic little slice of the Empire. I'm Dacius. Very well. Another time. Der Winkel ist ein bisschen schwierig. Okay. Kommen wir gleich dazu. Außerdem weiß ich noch gar nicht, wo sie ist. Wo vielleicht? Ah, back again, I see. Was ist eure Geschichte? I mean, how did I end up here? That is a lengthy tale. Ich höre. All right. Well, you see, I'm in the business of procuring rare and precious objects liberated from the enemies of Rome. Mostly sculptures, vases, the occasional slave. Fetch a magnificent price in Roman high society. Had myself a nice little shop in Rome, just off the Forum. Lots of foot traffic and close to the docks. Good place to be when the fires broke out. See, about 7 months ago, half of Rome caught on fire. Everyone who couldn't get to an outer gate was running for the... So I gathered my coins and some priceless vases into a cart and had my most loyal slave girl, pretty young thing named Acantha, push it for me. All the way down to the river, I'm elbowing for a stampede of people, turning back now and then to make sure she hasn't legged it with my valuables. But, to my surprise, we make it, and I see this barge loading up, and it's so full it's almost sinking. But the captain's happy to take my coin, so I start boarding, and then he puts his hand on my chest and he says, "No, too heavy. The cart or the girl." So I did what anyone would have done. Da ist einfach rausgesprungen, okay. Ah, okay. Geht jetzt die Wahl los, okay. Cerberus lifts his triple head and lets out his threefold braying. Livia, would you stop muttering like Medea over a cauldron? You'll scare away my customers. They follow their trades, imitating their previous lives, but they are
ignorant. Wo sind die alle hin? Okay, hier ist der Tempel. Hier kann man schon mal nicht zurück. Sind die irgendwo hier raus? Vielleicht auf den Marktplatz? Aus Forum? Gehen wir einfach dem hier nach. Genau, okay, die gehen ins Amphitheater. Okay, I see. Vergil. Citizens, we have a quorate body of voters gathered here to elect the city's magistrate. The candidates are Sextus Sentius Imperiosus and Marcus Malleolus Gurges. As agreed, we shall dispense with ballots and candidates will abstain from voting. Let's make this quick. As I say your name, call your vote. I'll start with you, Horatius. Sentius, of course. Georgius, Malleolus! Dacius, Malleolus. Galerius, I abstain. I'm just here to observe. Virgil, Malleolus. Rufius, Malleolus. and finally, Domitius. Malleolus. Who else? Citizens, you have made your decision. Your new magistrate is Marcus Malleolus Gurges. Hail, Magistrate Malleolus. I said, hail, Magistrate Malleolus. That's more like it. Thank you. Thank you. I am delighted and deeply honored to have been elected your magistrate. And now, I make this solemn promise to you, good citizens. Under my leadership, you will finally enjoy the freedom you deserve. No more shall you walk on eggshells, fearing simply to live and breathe, because the tyrant Sentius told you it was forbidden. For my first act as magistrate, I hereby announce a day of celebration to mark the end of an era. The myth of the Golden Rule is no more. The Golden Rule is real, you idiot. For his attempt to deceive us all, Sentius is hereby found guilty of treason against the Empire. What? I have committed no crimes. This is madness. His sentence: to fight for his life in gladiatorial combat against Domitius. Here and now for your entertainment. You have no idea what you're doing. You're going to get us all killed. Wait, I exercise my right as a Vestal priestess to pardon him. I will not allow you to do this. You're showing your true colors now, priestess. Your corruption sickens me. Domitius, ignore her. Proceed. This is insanity. You'll doom us all. Lies! It is time the Golden Rule was exposed for what it is. A children's fable, exploited by a treacherous leader to instill fear in all of us. This is why he's in his gladiator gear. They've been planning this all along. Shut up, all of you. The magistrate has spoken. I'm going to enjoy killing you, old man. Out of my way! The many shall suffer for the sins of the one. Jo. Follow me, quickly. Und da geht's auch schon wieder zurück. Okay, also das ging dann zum Schluss so aus, wie man sich wahrscheinlich gedacht hat. Wir wussten ja schon, dass die goldene Regel existiert. Und jetzt haben wir tatsächlich auch mal gesehen, wie es zu Ende geht. Dabei würde es heute auch belassen. Beim nächsten Mal schauen wir dann, dass wir den Namen schon wieder vergessen. Der springen will, dass wir den davon abhalten. Vielleicht können wir diesmal einbringen, dass wir die Sentilla kennen. Und ansonsten
Versuchen wir einfach einen anderen Ansatz. Der letztes Mal hat ja nicht funktioniert. Gut. Aber das sehen wir dann beim nächsten Mal. Bis denn. Servus.